Man versteht es ja, er hat ja seine Frau aus Liebe umgebracht. Nein! Wenn jeder immer den Mund hält, wird sich niemals was ändern in Deutschland. In der Gesellschaft wird davon ausgegangen, sie wird es ja schon verdient haben. Es passiert zu Hause, hier bei uns. Mich beschäftigt das Ausmaß. Jede 4. Frau erlebt in ihrem Leben Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Ich schaue die Zahlen vom Bundeskriminalamt genauer an. Alle 5 Minuten holt sich eine Frau Hilfe bei der Polizei, weil der Mann, der ihr am nächsten steht, sie bedroht, vergewaltigt, geschlagen oder schwer verletzt hat. Ich will das verstehen. Ihre Männer sind die Täter. Nein, nix Ausländer. Sie sind vor allem Deutsche und kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und sie morden. Jeden 3. Tag tötet ein Mann seine Partnerin. Aus Eifersucht oder weil die Frau sich trennen wollte. Diese Frauenmorde nennt man Femizide. Vor 5 Jahren. Vor 4 Jahren. Vor 3 Jahren. Vor 2 Jahren. Letztes Jahr. Wer waren diese Frauen? Und warum so viele? Ich will die Dimension dieser Gewalt begreifen. Deshalb mache ich mich auf eine Reise durch Deutschland, auf die Suche nach dem Warum. Ich beginne in München. Eine der ermordeten Frauen arbeitete hier. Im Fraunhofer-Institut leitete sie als Soziologin ein Projekt. Mit ihrem Cousin bin ich verabredet. Seit dem Mord 2013 suchte er nach dem Warum. Burkhard Dabinus war mit seiner Cousine Saskia eng verbunden. Sie kam aus einer Diplomatenfamilie, erzählt er mir, hat für Günter Grass gearbeitet, war bei der Gründung der Partei Die Grünen dabei, hat Bücher geschrieben. Sie war 63, als es passierte. Ihr Freund, der Mörder, war fast gleichaltrig. Das ist sie alleine, das ist ein sehr schönes Bild. Ja, vor den Bäumen. Das ist so auch ihr, das neben dem Lachenden auch dieses skeptische und immer beobachtende und immer analysierende Gesicht. Also jemand, der halt auch immer viel nachgedacht hat und immer viel überlegt hat und die Menschen auch immer versucht hat einzuordnen. Am Tag des Femizids hatte sie ihn angerufen, erzählt er mir. Auch ihr Freund, der Mörder, war kurz dran. Das Telefonat dauerte so 10, 15 Minuten. 1 Stunde nach diesem Telefongespräch hat Winfried die Saskia mit über 14 Messerstichen niedergemetzelt, kann man sagen, einfach hingerichtet. Auf brutalste Weise abgestochen. Und die Frage ist, natürlich bestand diese Situation bereits in dem Moment, in dem ich mit Saskia telefoniert habe, bestand da bereits eine Bedrohungssituation. Ja, und das ist etwas, was ich mir heute noch nicht verzeihe, wo ich heute sagen würde, ja, mit dem Wissen von heute, aber das habe ich ja damals nicht gewusst. Ich wusste ja selber nicht, dass es solche Dinge gibt, ja, dass es solche Menschen gibt, dass es immer wieder vorkommt, dass sich jemand in den Besitz von jemand anderen macht, dass der dann ihm gehört, weil du mir gehörst und dass er den nicht aus seinen Krallen lässt. Und wenn, dann bringt er ihn um. Was für ein bitteres Ende. Also kann ich jetzt gar nicht so weiterreden. Wir dachten auch, ja, da ist irgendwas ganz Schlimmes in der Beziehung passiert. Das war irgendwie eben genau diese Meinung, eine Beziehungstat. Diese Meinung hatte ich ja auch. Ich kann mich ja davon nicht ausnehmen. Ich habe dasselbe geglaubt. Ich habe gedacht, wie man es überall gelesen hat, wie es überall kolportiert. Ja, in der Literatur überall, Othello, was weiß ich, gibt es klassische Dramen, alle, wo irgendein Mann aus übergroßer Liebe seine Frau umbringt. Und man hat ja sogar Mitleid mit diesem Mann, weil er hat es ja aus größter Liebe getan. Daran habe ich lange geglaubt. Also das bis zum Prozess. Erst da habe ich dann wahrgenommen, dass dieser Winfried, den ich hier so als ganz normalen, zurückhaltenden, eher unscheinbaren Menschen kennengelernt habe, schon in seiner ganzen Vergangenheit, seit seiner Studentenzeit, massivste Gewalt
gegen seine Partnerinnen angewandt hat, in verschiedenster Form. Massiv gequält hat, geschlagen hat, eingesperrt hat, vergewaltigt hat, teilweise mit Tabletten vergiftet, dass er sogar eine seiner Partnerinnen letztendlich, das war dann in den 80er Jahren in Wien, erschossen hat. Aus Eifersucht, sozusagen, weil sie ihm nicht mehr gehören wollte, weil sie nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Auf offener Straße einfach hingerichtet. Und dieser Mensch ist jetzt der Mensch, in den sich Saskia verliebt hat. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ja, in gewisser Weise. Sie wollte raus. Sie hat dann ja mit der Friseuse, bei der sie war, der dann gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und sie hat gemerkt, je mehr sie raus will, desto weniger kommt sie raus. Sie sitzt in einer Falle. Es ist wohl ein Streit ausgebrochen. Saskia konnte auch sich dann irgendwann mal einfach behaupten und das kann, aber gesagt, so Schluss, lass mich in Ruhe. Es ist Schluss, hau ab, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr mit dir zusammen zu sein. Und das war ihr Todesurteil. Das ausgesprochen zu haben, wahrscheinlich. Und aus dieser Situation ist Saskia dann rausgerannt und weggerannt und hat ihm vielleicht das Messer noch aus der Hand geschlagen. Sie hatte hier Abwehrverletzungen und ist rausgerannt nackt auf den Treppenabsatz vor der Wohnungstür. Und da hat er sie erwischt. Ich verbringe einen ganzen Tag mit Burkhard Dabinus. Saskias Mörder war vorbestraft und ist nun zum zweiten Mal wegen eines Femizids im Gefängnis. Diesmal für 14 Jahre. Das Urteil lautete auf Totschlag und nicht auf Mord. Es wurden also keine niedrigen Beweggründe erkannt. Wie kann das sein? Ich hatte bereits recherchiert, dass diese milden Urteile in Deutschland die Regel sind bei Frauenmorden. Um Antworten darauf zu finden, fahre ich jetzt ins Saarland. In der Staatsanwaltschaft Saarbrücken bin ich mit einer Oberstaatsanwältin verabredet, die seit 30 Jahren Erfahrung mit Tätern von häuslicher Gewalt hat. Sabine Kräuter-Stockton. Ich möchte von ihr mehr über den juristischen Umgang mit Tätern von Partnerschaftsgewalt erfahren. Und der Femizid, also der Frauenmord, ist ja die schwerste Form dieser Gewalt. Da sitzt die Staatsanwaltschaft, da das Gericht und da der Angeklagte. Ich kann mich entsinnen, dass auf dieser Bank, auf der Anklagebank, der Täter sitzt, der seine Frau erstochen hat und weint, aber vor Mitleid mit sich selbst. Wenn Eifersuchtsgefühle da sind, ist das durchaus nachvollziehbar nach Auffassung der Obergerichte. Der Täter hat eine Frau, die Frau will sich von ihm trennen oder hat sich von ihm getrennt, dass er da jetzt Gewalt anwendet und bis zum Äußersten geht, um sich sozusagen, das ist schon ein bisschen älteres, aber noch aus diesem Jahrtausend Gerichtsurteil, um sich im Besitz dessen zu halten, was er vorher gehabt hat, scheint vielen Gerichten nachvollziehbar zu sein. Und deshalb wird das Urteil Totschlag gefällt und nicht Mord. Seltsamerweise wird ja diese Argumentation bei den sogenannten Ehrenmorden, also in türkischen, kurdischen oder ich weiß nicht, sonstigen nicht-deutschen Communities verwendet, um zu begründen, warum das Mord ist und strengst bestraft wird, während in diesen Beziehungstaten offensichtlich doch irgendein letzter Rest des Gerichts das Gefühl hat, naja, das ist vielleicht doch nachvollziehbar. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen. Das muss ganz klar gemacht werden mit obergerichtlicher Rechtsprechung, mit Fortbildung für Richter und Richterinnen und Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, Öffentlichkeitskampagnen. Also da gibt es ganz viel zu tun, um den Blick gerade zu richten. Also da ist irgendwie der Blick verschoben. Wahrscheinlich hängt man noch irgendwelchen Dingen aus dem letzten Jahrhundert irgendwie im Hinterkopf an, ohne sich das bewusst zu machen. Die Vorurteile, die sie anspricht, sind sogar quantifizierbar. Auf die Frage, ist es berechtigt, dass ein Mann seine Frau schlägt, antworten mit Ja 32,6% der Männer und knapp 20% der Frauen. Und das in Deutschland. Über 30% der Männer und knapp 20% der Frauen um mich herum rechtfertigen, dass ein Mann seine Partnerin schlägt.
Genau um den Fluch dieser Vorurteile zu bekämpfen, ist die sogenannte Istanbul-Konvention entstanden. Es ist ein europäisches Abkommen zur Verhütung und Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen. Deutschland hat es 2018 ratifiziert, es hängt aber mit der Umsetzung hinterher. Diese Frau klagt das an und sie hat eine Petition gestartet. Sie will damit die Politiker hierzulande an ihre Verantwortung erinnern. Außerdem hat sie online einen virtuellen Friedhof gestaltet. So will Christina Wolf die Dimension der Partnerschaftsgewalt gegen Frauen in Deutschland verdeutlichen. Ich lade Sie zu einem Gespräch ein. Christina Wolf ist Aktivistin und engagiert sich in Deutschland für die Umsetzung der in Istanbul unterschriebenen Konvention. Deutschland ist ein Hotspot mitten in Europa, was Gewalt gegen Frauen anbetrifft. Dieses Sensibilisieren und dieses Bewusstmachen ist elementar, weil es immer darum geht, das totzuschweigen, diese Gewalt zu relativieren. Gerade wenn Sie die Medien verfolgen oder die Berichterstattung, dann wird klar, dass grundsätzlich ein Vokabular verwendet wird, was den oder die Täter, den oder die Töter schützt. Stringent, wenn Sie von einer Frauentötung lesen, wird Ihnen auffallen, da wird dann genannt, ja, der Täter hatte psychische Probleme. Ja, wer einen Mensch tötet, der hat ein Problem, definitiv. Das muss ich nicht noch gesondert erwähnen. Dann wird erwähnt Arbeitslosigkeit, dann wird erwähnt Alkoholabusus etc. pp. Das wird immer in die Formulierung reingebracht und hat zur Konsequenz, dass schon, wenn Sie es lesen, in Ihrem Kopf die Gedanke-Assoziation stattfindet, ach so, dann. Ne? Das sind wir schon gewohnt, das ist in uns übergegangen. Und selbstverständlich haben auch Frauen Arbeitsplatzverlust, psychische Probleme, Alkoholkrankheiten, aber Frauen töten Männer weit weniger häufig als umgekehrt. Wenn Sie sich auch mal das von der ökonomischen Seite anschauen, der Schaden, der durch häusliche Gewalt entsteht, ist so immens. Wenn alle HR-Abteilungen von deutschen Unternehmen sich mal Gedanken darüber machen, wie viele der Krankmeldungen, die bei ihnen reinflattern, auf häusliche Gewalt zurückzuführen sind. Und das sind Krankmeldungen, die nicht wie ein verstauchter Knöchel mit einer Woche erledigt sind, sondern die kontinuierlich wiederkommen, weil a, die Gewalt nicht von jetzt auf gleich aufhört, weil b, die Verletzungen häufig Langzeitschäden sind, die auch lang therapiert sein müssen. Und im Worst Case ist es eine Gewalt in dem Ausmaß, dass eine Mitarbeiterin von jetzt auf gleich fliehen muss. Und das kann für das Unternehmen bedeuten, dass sie ihre wertvolle Arbeitskraft verlieren. Und das ist auch ein Punkt, wo ich denke, auch Unternehmen müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie gehen wir da dran? Wir verlieren hier wertvolles Know-how, Unternehmens-Know-how, und gerade Konzerne haben eine Reihe Möglichkeiten, da präventiv einzugreifen und auch in einer Akutsituation die Betroffenen zu stützen und zu stärken. Und das ist Potenzial, was einfach nicht genutzt wird. Hinschauen kann jeder, denke ich. Christina Wolf hat meinen Blick auf die Frauen gelenkt, die Gewalt in der Partnerschaft überlebt haben. Ich bin auf dem Weg zu einer von ihnen. Sie wohnt bei Darmstadt. Am Telefon hat sie mir von einer wahren Gewalteskalation berichtet. Es fing an mit Ohrfeigen, Beschimpfungen und Schlägen, steigerte sich, als er versuchte, sie mit dem Auto zu überfahren, und endete nach 5 Jahren damit, dass er sie würgte, bis sie ohnmächtig wurde. Svenja Beck ist 35 Jahre alt. Sie arbeitet als Buchhalterin, hat 3 Kinder, eins davon mit dem Mann, vor dem sie am Ende fliehen musste. Ich bin mittlerweile seit knapp 4 Jahren ausgestiegen. Aber ich sage immer, das ist so, dass nach außen, innerlich, nachts sieht das immer noch anders aus. Ne? Träumen Sie noch? Ja, jede Nacht. Sie träumen. Deswegen muss ich auch mittlerweile gespritzt werden, weil ich so verkrampfe in der Nacht. Und das ist einfach ein Trauma. Das ist die Folgen eines Traumas. Nina? Ja. Ihre Bilder für die Anzeigen bei der Polizei. Gottes Willen. Sie ist so in ihrer Würde verletzt, dass ich ihre Fotos nicht groß zeigen möchte. Ich war auch ein ganz anderer
Ihr Gesicht ist stark geschminkt, um die Narben zu verdecken. Das sind alles so meine Narben. Sind Sie total wütend auf diesen Menschen? Nee, ich bin überhaupt nicht mehr wütend. Ich habe keine Gefühle mehr für diesen Menschen. Echt? Nee, das war lange Zeit so, aber ich bin nicht mehr wütend. Ich habe 0,0 Gefühle für ihn, außer vielleicht ein kleines bisschen Mitleid, weil ich habe die Situation gehabt, ich konnte mich ändern, ich habe mein Leben ändern können dadurch, aber er wird immer in diesem Gefängnis bleiben. Und eigentlich ist das Mitleid, was ich noch für ihn habe. Er war hochgradig eifersüchtig und wollte mich besitzen. Ich habe immer gedacht, das war immer so ein Denken von mir, wenn er eifersüchtig ist, muss er mich ja auch lieben. Ja, das war so die Ableitung von mir, aber ich habe niemals darin gesehen, dass ich eigentlich ja nur sein Eigentum war, sein Besitz. Also er hat immer gesagt, dass es meine Schuld ist, dass ich daran schuld bin und ich habe das auch geglaubt. Ich habe das zu 100% geglaubt, deswegen habe ich mich zu einem ganz langen Zeitpunkt nicht getraut, ihn anzuzeigen, weil ich so fertig war, weil ich einfach der Annahme war, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und wenn ich mich ändere, dann wird er sich anders da verhalten. Und diese Dinge sind so in den Alltag verankert, das verunsichert sie. Ja, sie laufen den ganzen Tag auf rohen Eiern, weil sie nicht wissen, wenn ich jetzt die Spülmaschine aufmache und es dampft, ist das alles noch normal? Oder wenn ich jetzt das Essen koche, der wollte aber das andere essen. Diese Situation gab es 100-mal in der Woche. Ja? Ich habe dann immer wieder gesagt, ich mache es nicht mit, aber er hat mich emotional immer so an sich gebunden. Also er hat in diesem Moment, ist er auch weinend vor mir zusammengebrochen und hat gesagt, er kann das alles selber nicht verstehen und er möchte so nicht sein. Heute weiß ich, dass das alles manipulativ gelaufen ist. Er hat sich dann abmagern lassen, er sah schlecht aus, er war ein Wrack. Ja? Ich weiß auch, warum er ein Wrack war, weil er einfach diese, man nennt es narzisstische Nahrung nicht mehr bekommen hat. Ja? Er hatte keine Frau auf diese Schnelle gefunden, die ihm das gegeben hat, was ich ihm gegeben habe, nämlich diese Macht. Und das ist ja das Wichtige für diese Menschen, dass sie einfach Macht über andere Menschen haben. Und wenn ihnen diese Macht entzogen wird, dann gehen diese Menschen unter. Ich glaube schon, dass diese Täter sich sehr wohl Menschen suchen mit einem ganz, ganz kleinen Selbstbewusstsein. Ja, die fühlen das intuitiv. Und ich hatte das auch. Ja, also er hat mir in diesem Moment Gefühle gegeben, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gespürt habe. Ich glaube, er hat mir das Gefühl gegeben, einzigartig für ihn zu sein. So hat er am Anfang mich behandelt. Ja, und da hatte ich einfach wahnsinnige Angst, das zu verlieren. Mir wurde oft die Frage gestellt, warum bist du denn nicht einfach gegangen? Weil ich das nicht geschafft habe, meine Gefühle, mein Herz und mein Kopf in die gleiche Richtung zu bekommen. Das war mir unmöglich. Beim Thema Trennung kommen mir diese Gespräche in den Sinn. Die mündige Entscheidung, sich zu trennen, ist häufig der Auslöser für eine Gewaltspirale, die damit erst in Gang gesetzt wird. Es ist Schluss, hau ab, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr mit dir zusammen zu sein. Und das war ihr Todesurteil, das ausgesprochen zu haben. Svenja Beck hat die Trennung überlebt, eine Therapie gemacht. Sie schaut nach vorne. Sie nimmt uns mit zur Selbsthilfegruppe, die sie in Darmstadt betreut. Normalerweise kommen über 20 Menschen von weit her. Heute wegen der Kamera nur 2. Solche Gruppen sind extrem selten. Ihr Schwerpunkt ist psychische Gewalt, also emotionale Erpressung, kontinuierliches Einschüchtern, verbale Nötigung, verachten, manipulieren, drohen, herabwürdigen. Ja, es gibt auch Männer hier, denn Frauen sind ebenfalls Täter. 10-20% aller Anrufe bei der Polizei wegen häuslicher Gewalt kommen von Männern. Es kann Männern auch passieren, der psychische Missbrauch. Ich hatte eine fast 9-jährige Beziehung zu einer Frau und die psychische Gewalt über die ganze Zeit. Die hat mich so weit getrieben, dass ich am Boden war. Das geht mir da total nah. Mehr als ihre eigene Geschichte. Ja. Vor allen Dingen wächst einem hier halt jeder auch so ans Herz. Diese
Nähe, die wir miteinander haben, die man nicht beschreiben kann. Es sitzen irgendwie alle in einem Boden, Außenstehende kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was wir erlebt haben. Ja. Und wie man in diesen Strudel gerät, so unbemerkt, das geht so schleichend. Man merkt das gar nicht. Da bist du selbstbewusste, glückliche Frau und lernst einen Mann kennen und der manipuliert dich und du merkst es gar nicht. Der spielt dir was vor. Der spielt dir den Traummann vor. Der hebt dich hoch, der hebt dich auf den Thron, meine Prinzessin. Und dann schubst er dich von heute auf morgen, dann schubst er dich runter und du bist nur noch Dreck. Ich kann selber nicht glauben, wie ich das so weit kommen lassen kann. Psychische Gewalt hinterlässt Langzeitschäden. Sie ist schwer zu beweisen und strafbar ist sie in Deutschland bisher nicht. Diese Gruppe ist aus einer rein privaten Initiative entstanden. Aber welche offiziellen Hilfsangebote gibt es für Opfer und Täter von Partnerschaftsgewalt? Ich fahre in die Südpfalz nach Landau, um ein Vorzeigeprojekt kennenzulernen. Denn ich habe erfahren, dass die Angebote für Opfer und Täter mangelhaft sind und gänzlich unkoordiniert. Außerdem sind sie von Bundesland zu Bundesland, von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich. Ich komme nun in einem Interventionszentrum an, in dem alle Familienmitglieder nach einer Gewalterfahrung unterstützt werden, jeder einzeln, aber zeitgleich. Roland Hertel hat es konzipiert und mit aufgebaut. Das Land Rheinland-Pfalz und der Landkreis finanzieren es und das bereits seit 20 Jahren. Hier finden Frauen, Männer und sogar Kinder Beratung und Unterstützung. Das System Familie steht im Mittelpunkt. Hier werden Kinder, die von häuslicher Gewalt mit betroffen sind, aus der Verantwortung genommen im Rahmen von einem durchgängigen Konzept. Die Mitarbeiter arbeiten alle eng zusammen mit dem Ziel, die Gewalt zu beenden. Hier werden Abläufe umgesetzt, die es so nirgends in Deutschland gibt. Jeder Fall, der nachts passiert, ist morgens schon bei der Staatsanwaltschaft, bei dem zuständigen Staatsanwalt im Sonderdezernat. Der macht sofort einen Vorgang und dieser Vorgang wird sofort an den sozialen Dienst weitergehen, der innerhalb von 36 Stunden interveniert, sowohl beim Opfer wie auch beim Täter. Der Täter wird binnen 36 Stunden kontaktiert. Zumindest telefonisch. Und wird sofort versucht ins Hilfesystem. Das hat damit zu tun, dass wir uns relativ früh an verschiedenen Studien orientiert haben, dass eine schnelle Kontaktaufnahme auch bei den Männern bedingt, dass sie für Hilfsangebote empfänglich sind. Warum ist es so, dass es nur hier der Fall ist und nicht in ganz Deutschland? Das würde ich gerne wissen. Ich kann mich nur darauf berufen, dass wir uns in den letzten 20 Jahren einfach anders entwickelt haben. Schauen Sie, es gibt analog in Deutschland keine Einrichtung, die so arbeitet wie das Interventionszentrum Südpfalz, wo alle Angebote im Rahmen von einem Interventionszentrum unter einem Dach vereint sind. Woran liegt es, dass es nicht überall in Deutschland so funktioniert? So gut, so effektiv, so gewinnbringend? Ich kann Ihnen das auch ganz einfach politisch erklären. 1918. Okay. 1918, jetzt gehen wir mal ganz zurück. 1918 gab es Frauenwahlrecht. Am 12.11.1918 ist das Frauenwahlrecht in Deutschland in Kraft getreten. Es hat dann nochmal 59 Jahre gedauert, bis eine Frau in Deutschland, nämlich 77, ihren Mann nicht mehr fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf. Es hat dann wieder 19 Jahre gedauert, bis die EU festgestellt hat, dass Frauenrechte Menschenrechte sind. Und in den 80er Jahren, glücklicherweise, hat die feministische Bewegung auf den Weg gemacht und sagen, jetzt legen wir den Finger mal in die Wunde bei den Männern. Und wir verlangen von den Männern, verdammt nochmal, wir sind nicht das Problem für die Probleme der Männer, sondern die Männer sind das Problem. Und der feministische Ansatz hat auch bedingt, dass Täterarbeit heute so aussieht, wie sie aussieht. Wir sind am Anfang einer Entwicklung. Es ist so. Wir sind am Anfang einer Entwicklung. Das heißt, Sie sind als Gesellschaft noch nicht so weit, meinen Sie? Wir kommen dahin. Ich bin guter Hoffnung, dass wir dahin kommen. Roland Hertel ist Sozialarbeiter und hat sich auf die Täterarbeit spezialisiert. Er hält bundesweit Vorträge und konzipiert Hilfsprogramme für Männer, die ihre Partnerinnen schlagen. Es gibt keine Schuld, es gibt nur Verantwortung. Das ist Macht und die Logik von einem Gewalttäter, die muss ja auch mal aufgearbeitet werden. Es gibt eine gewisse Logik. Und das ist wissenschaftlich untersucht von Zimmermann und anderen, ja, im Jahr 2000. Ja, die haben nämlich festgestellt, dass
diese Konstellation, großer Mann, kleine Frau, für Männer als gleichberechtigt gilt, die in Beziehungen Gewalt ausüben. Wenn die Frau dann gleich groß wird, wird es für die Männer eine Gefährdung und die stellen dann durch Gewalt den Zustand aus ihrer Sicht der Gleichberechtigung wieder her. Da geht es um Macht. Es geht um Macht. Um Macht. Die eigene Betroffenheit hat mich vielleicht auch dazu geführt, dass ich mich vielleicht auch zu so einem Fachmann entwickeln durfte. Wie ich habe als Junge einen Vater gehabt, der, heute wird man sagen, massiv alkoholkrank war und in diesem Zustand massiv Gewalt ausgeübt hat in seiner Beziehung. In der Regel weniger körperlich, aber massiv psychisch. Und für mich war klar, wie ich 6, 7 war, so will ich nicht werden. Und da muss ich dazu sagen, das trifft auch auf viele Männer zu, die sich als Kind sagen, so werde ich nicht. Wenn man so Studien ansieht, sind 95% der Männer, die heute als Täter im Erwachsenenalter auffällig werden, sind auch Betroffene in der Kindheit gewesen. Da muss ich an was denken. Durch Jahre hindurch massiv gequält hat, geschlagen hat, eingesperrt hat, vergewaltigt hat. Auch bei ihm war es so, dass der Vater schon die Mutter schwerst misshandelt hat, verprügelt hat. Also er hat das alles schon gesehen. Wie geht man hier mit diesen Tätern um? Täterarbeit ist eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff Verantwortung für das eigene Verhalten. Sie werden kaum einen Mann erleben, der hier sitzt im Erstgespräch sagt, ich habe ein Problem, ich bin gewalttätig, sondern das Problem ist meine Frau. Eigentlich müsste meine Frau hier sitzen, weil die provoziert mich so lange, bis ich ihr eine reinhau. Und die Männer müssen lernen, Verantwortung zu nehmen. Vor allem müssen Männer auch ganz massiv lernen. Wir sagen immer im Rahmen einer empathischen Konfrontation mit dem eigenen Verhalten die Verantwortung zu übernehmen und einen besseren Zugang zu ihrem Gefühlsleben zu bekommen. Für die Männer muss es auch möglich sein, dass die sich auch einmal mit ihrer eigenen Opferperspektive auseinandersetzen. Am Ende muss dann stehen, es hat dir doch wehgetan. Das tut dir heute noch weh. Hier, Was du als Kind erlebt hast, ja, womöglich. und das tut dir heute noch weh. Hier im Herz und in der Seele. Warum tust du das dann anderen an? Unter dem Gesichtspunkt. Nee, dieser Spannungsbogen muss dann auch wirklich hergestellt werden, wenn wir über eigene Opferperspektiven von Männern sprechen. Täterarbeit heißt auch, wie gehe ich zukünftig mit solchen Situationen um? Das heißt nämlich, Signale erkennen bei mir selbst. Was kommt auf mich zu? Was ist auf meiner Gefühlsebene? Ja? Dann geht es darum, Abstand herstellen. Wenn ich merke, ich fange hoch zu kochen, Abstand herstellen. Es braucht Zeit, bis die Täterarbeit nachhaltig wird. 9 Monate dauern die Programme hier in der Südpfalz. Woanders bekommen nur bestrafte Täter Hilfe. Oft werden sie nach 10 Stunden wieder allein gelassen. Und überall in Deutschland außerhalb von Rheinland-Pfalz sind gewalttätige Männer auf sich gestellt. Nach der Anzeige bekommen sie viel zu spät Hilfe oder oft gar nicht. Und dann suchen sie sich einfach eine neue Frau und der Albtraum geht von vorne los. Und diese Frau könnte meine Kollegin sein, meine Nachbarin oder auch ich selbst. Da sind wir in der Gesellschaft mitgefragt, wie wir reagieren, wie wir so etwas bewerten. Dass die Politik, die Medien einfach besser verstehen lernen, dass es hier nicht um Einzelschicksale geht. Ich möchte, dass sich da was ändert in Deutschland, dass man das einfach offen sagen kann und dass man sich nicht mehr schämen muss, wenn einem sowas widerfährt. Dass solche Fälle wirklich als Femizid vor Gericht kommen, dass sie von Anfang an als Femizid vor Gericht kommen. Fehlende Gleichberechtigung ist eine der Hauptursachen für Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Also das gilt es aufzubrechen. Es kann einfach jedem passieren. Und seit Beginn der Corona-Krise hat Gewalt in der Partnerschaft zugenommen. Durch die Arbeit an diesem Film ist mir klar geworden, jeder von uns kennt Täter, vielleicht unbewusst. Jeder von uns kennt Opfer. Jeder von uns trägt Verantwortung. Hinschauen kann jeder.